Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute Frausdorf am Söllacher Parkplatz und gehe mit euch von da heute kühle Runden über den Riesenberg. Ich bin da schon mal aufgegangen und habe damals aber nicht nachgedacht, dass es eigentlich kurz bevor das als Wild- und Wald-Schongebiet ausgewiesen ist, gegangen bin und man hat es dann eigentlich gar nicht nachgehen können. Also jetzt im Sommer ist das eine kühle Tour und jetzt im Moment ist auch kein besonderer Schutz auf der Strecke, darum packen wir es heute an. Das ist eine Bergtour und keine Wanderung, hat ein paar schwierigere Stellen drin, aber schaut es euch selber an. Auf geht's! Wir sehen durch auf die Hagramer Wind. Da gehen wir jetzt vorderhalb so links rüber und dann im Bereich von die Hagramer Wind gehen wir rechts nach. So, jetzt sind wir auf einer ganz anderen Forststraße und da sehen wir nur mal auf die Hagramer Wind rüber. Und da unten in der Wiesen, da führt jetzt unser Weg rüber.
Jetzt hat mich ein paar Mal die Sonne ein bisschen angeleicht. Ich kann euch sagen, es ist schon wieder gescheit warm. Aber heute geht ein bisschen angenehmes Lüfterl. Und durch den Ring von den letzten 2 Tagen ist es einfach deutlich kühler. Es ist richtig schön heute darauf. Und jetzt stehe ich eigentlich an einer Stelle, da habe ich im Winter kurz gerätselt, wie es jetzt da weitergeht. Weil mit Schnee hat man mal kurzzeitig gar keinen Steig oder Weg mehr gesehen. Und das zeigt sich natürlich jetzt im Sommer deutlicher. Wo man da praktisch am Ende von der Wiesen rechts wieder reingeht. Schmale Steigerl. Ja, schön. Und wir sind an einem Teil von die Hagramer Wind. Man sieht gar nicht so oft aus der Nähe drauf, wenn man da rauf geht, aber immerhin ab und zu schon. Der Platz ist nicht umsonst als Aussichtspunkt in der Karte markiert. Da sieht ihr unsere ganzen Dörfer aus und was unter den Wolken ist, da war der Simsee erkennbar. Vielleicht kann man es sogar erahnen, aber ich schätze, im Video ist das von den Wolken fast nicht zu unterscheiden. Auf jeden Fall eine wunderbare Stimmung da beim Raufgehen. Das ist wieder was ich heute so richtig genießen kann. Jetzt geht es mehr oder weniger auf einer gleichbleibenden Höhe weiter. Also der grobe Anstieg ist jetzt vorerst einmal vorbei. Und wir gehen jetzt so nacheinander durch 2 Rinnen, die im Winter lawinengefährlich waren. Auch früher schon, Nordosthänge. Und jetzt ist es halt so, dass man da im Winter ja sowieso nicht mehr raufgehen soll wegen dem Wild- und Waldschongebiet, das da gibt über die Wintermonate. Und da bin ich aber die 2. Rinne damals nicht gegangen, weil da war es ziemlich harschig und da hat man noch weniger Lawinengefahr als einfach allgemein eine Absturzgefahr. Wir kommen gerade zur ersten Rinne. Da habe ich im Winter überlegt, soll ich hinübergehen oder nicht. Naja, es waren ein paar Spuren drin, also habe ich gesehen, gut, da finde ich schon einen Stand. Und also bin ich hinübergegangen. Aber man sieht schon, wenn man dann aufschaut, wie steil das ist. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass man schon erst einmal überlegen darf, ob man überhaupt weitergehen soll. Die Nordostrinnen waren früher schon sehr lawinengefährlich. Da bin ich meistens eher im Waldrand vorher aufgestiegen. Wenn man runterschaut, sieht man schon, da ist jetzt aber nicht nur die Lawinengefahr da, sondern es ist auch eine Absturzgefahr. Und zwar eine gewaltige. Ich habe da mal zuschauen müssen bei meinem Onkel, darum habe ich da einen gewaltigen Respekt davor. Jetzt im Sommer kann man schon übergehen, das ist kein Problem. Man muss nur dann später noch mal über eine 2. Rinne und die war früher fast noch steiler. Also ich habe es auf jeden Fall so in Erinnerung. Runtergefahren bin ich alle 2 schon, aber das hat halt nicht oft gepasst. Jetzt gehen wir weiter.
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir heute gerade weitergingen. Und damals mit Schnee bin ich also gleich da links abgebogen. Ein ganz schwach sichtbarer Steig, der immer gegangen wird. Aber wie gesagt, ich möchte euch heute einmal die Variante zeigen. Es ist heute ein regelrechter Genuss, auf der Nordseite da entlang gehe. Man sieht immer wieder mal aus, eben auf dem Chiemsee und so weiter. Und es ist da halt so angenehm. Es ist so schön zum Gehen da. Heute wirklich keine Wanderung. Nur mal im Video noch mal den Hinweis, das zählt ganz klar als Bergtour. Und ich finde, es ist auch eine, weil Markierungen findet man da keine. Und vom Schwierigkeitsgrad her ist vielleicht gar nicht so extrem, aber die Hangneigung und auch die Wurzeln teilweise, auf denen man laufen muss, typischerweise rutschig, und man muss also schon gute Trittsicherheit mitbringen. Das ist der Blick in die zweite Rinnerei und man sieht, die ist von oben her ganz schön zugewachsen. Die haben wir jetzt gerade überquert und auch da bin ich schon mit den Schienen aufgegangen. Allerdings halt auch wieder im Wald. Jetzt sind wir gerade herüben, also geht es jetzt direkt unmittelbar nach der Rinne. Einen ganz schmalen und auch nochmal richtig steilen Steigauf, der uns in kurzer Zeit zum Riesenberg Gipfelkreuzen aufbringt. Noch sieht man nicht viel, aber wir sind auf die letzten Meter zum Ziel. Wir kommen direkt hinterm Gipfelkreuz vom Riesenberg raus. Ja, mich brauchst du nicht anschauen, wenn ich Brotzeit mache. Gescheiter, das schaut einmal da aus. Da spielt Musik. Da hängen zwar ein paar Wolken ziemlich tief, aber man sieht ihn wunderbar auf dem Chiemsee aussehen. Chiemsee sehen wir auch rechts rüber. Jetzt ist Herreninsel und Fraueninsel drauf. Und ja, auch wenn ein paar Wolken da sind, die Aussicht ist nicht so weit, aber mindestens genauso schön. Genießt es!
ich bin gerade wieder gestartet nach einer schönen, gemütlichen Pause. Das ist ein angenehmes Lüfterl, was da heute geht. Die Wolken, die jetzt oben sind, das ist richtig gut, weil, wie gesagt, eben die Hitze im Moment echt ein Problem ist. Auch wenn man jetzt irgendwo einen Gipfel hinaufkommt, man kann sich fast nicht ohne irgendwie, dass man sich was drüber hängt, länger hinsitzen, dann brennt es einen komplett auf. Da kriegt man wirklich einen Sonnenbrand, weil ich glaube, Lichtschutzfaktor hier oder her, den schwitzt man natürlich weg. Und da ist mir so ein Tag wie heute schon lieber. Ich gehe jetzt heute einmal nicht meinen Abkürzer zur Riesenhütte runter, sondern ich gehe heute noch bei der Vierte zur Riesenalm. Das ist der normale Abstieg, wie man auch sonst zur Hochries weitergeht. Also heute ein gelungener Tag und jetzt erzähle ich gerade, die Hochries ist frei. Das war vorher gerade nicht so. Die war vorher gerade kurz in Wolken eingebackelt. Geht heute recht schnell, da ziehen halt noch ein paar so Wolkengruppen, sage ich jetzt einmal, durch. Und ich glaube, dass sich das jetzt gerade nach und nach auflöst. Ich bin heute einmal den ganzen Rücken runtergegangen, so wie man im Winter auch mit den Skitouren normal runterfährt. Und komme jetzt ein bisschen von hinten an die Riesenalm hin. Ja, die Riesenhütten. War das eine saugemütliche Hütten früher. Da hat man so gut einkehren können. Und jetzt ist es ja leider außer Betrieb. Aber ich habe gehört, dass irgendwie zumindest Gedanken da sind, dass es wieder hergerichtet werden soll. Naja, so gemütlich wie früher wird man es nicht machen können. Das ist für einen Wirt einfach unpraktisch, wenn alles so eng ist. Aber es war halt einfach eine ganz bärige Hütten zum Einkehren. Heute geht es, nachdem wir jetzt ja beim Runtergehen wirklich sieht, es wird alle schöner, also der Wetterbericht hat wieder mal recht, gehen wir nicht runter Richtung Marienkapellen, sondern heute natürlich links rüber zur Winterstumm und da schließt sich dann für uns die Runden. Da drüben sind wir ja oberhalb im Wald aufgegangen und jetzt geht es eben da zurück bis zum Parkplatz. So, wir sind jetzt am Ende von unserer Runden. Vorher sind wir da aufgegangen und jetzt bin ich eben da von der Winterstumm her runtergekommen. Eine super schöne Runden, großteils im Schatten, angenehm zum Gehen. Und jetzt das Stückerl Winterstumm rüber in der Sonne, hat man gleich wieder gemerkt, was der Unterschied ist. Es ist nämlich wirklich, wo die Sonne hinkommt, ist es einfach warm. Jetzt geht denselben Weg wieder zurück, nach einem wunderbaren Bergtag. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacttaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.